Autoschieberin, Vor den Körper halten, ja. Mutterkind, totale Instrumentenabhängigkeit, Fake-Bäckerin. Erstmal die Personalien, bitte. Familienname, Batiashvili Leleu. Doppelname, Vorname, Lisa. Nationalität, Deutsch. Geburtsort, Tbilisi, Georgien. Tbilisi? Tbilisi. B-I-L-I-S-I. T-B. Instrument. Violine hauptsächlich. Laut meinen Akten spielen Sie Geige, seit Sie 2 sind. Wäre es jetzt nicht mal nach 40 Jahren mal was Neues? Man hat doch irgendwie auch alles an Repertoire durchgefiedelt, oder? Nee, Nicht? immer noch nicht. Immer noch Also nicht. ich bin noch dran. Ich lerne nur ein paar Violinkonzerte und Sonaten. Also ich bin sehr langsam. Ich behalte mir auch so ein paar schöne Sachen für mein spätes Alter. Kommen wir mal zum ersten Vorwurf. Totale Instrumentenabhängigkeit. Sie spielen eine Geige von 1739, eine Guarneri del Gesù. Wir wollen wissen, wie weit diese Abhängigkeit mit dem Instrument schon fortgeschritten ist und haben uns von Polizeipsychologen da so bewährte Testfragen zukommen lassen. Macht Ihnen der Gedanke Angst, ohne die Geige zurechtkommen zu müssen? Ja, also natürlich, ich habe eine ganz große Liebe für mein Instrument und ich würde es vermissen, aber ich würde es überleben wahrscheinlich. Trifft die Geige die Entscheidungen für Sie? Nein. Oh nein. Ich hoffe nicht. Haben Sie noch Kontakt zu anderen Geigen oder dreht sich Ihr ganzes Leben um diese eine? Momentan dreht sich alles um die eine. Ich habe ja auch schon sehr viele andere gehabt. Und, Wie viele? also kurzzeitig über 20. 20? Ja, genau. Aber langfristig hatte ich nur so vielleicht 4, 5. So ein Tausch gegen eine Stradivari, ist das noch möglich? Könnte in der Zukunft sein. Ich meine, der Mensch verändert sich ja auch und die Geige auch dann? Die Geige verändert sich eventuell auch, aber ich glaube, man ist tatsächlich so als Student, hat man eine andere Vorstellung vom Klang und auch von der Bequemlichkeit und was man braucht als Instrument. Und dann später, ich glaube, hat man andere Vorstellungen. Deshalb verändert man auch manche Sachen im Leben. Also das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Aber Sie müssen dann die Veränderung auch wollen. Ja, momentan will ich sie nicht. Nächster Vorwurf, Autoschieberin. Lisa, Sie leiten seit 2019 die Audi-Sommerkonzerte in Ingolstadt, also ein Musikfestival. Unsere verdeckten Ermittler aber haben herausgefunden, alles nur Tarnung. Das ist eine Autoschmugglerbande aus Musikerinnen und Musikern und die versteckt sich dahinter. In der Szene werden die schicken Karren also so hin und her verschoben. Wir haben jetzt erst kürzlich den Maximilian Hornung erwischt. Mit so einer Zuhälterkarre. Ja, so RV6, R6. R8 Spider R8, noch schlimmer. Ja. Also ein dickes Cabrio, 2 Sitze, Lüftungsschlitze an der Seite und so weiter. Und Sie ziehen die Fäden jetzt. Wie entscheiden Sie, wer welches Auto bekommt? Von den Künstlern? Also, die kriegen alle tatsächlich ein Auto, aber so klein. So klein? Ja. Wie hat der Hornung dieses... Was hat er denn gehabt, Herr Max? Ja, R8 Spider V10. Als Gage? Bei den Das frage ich Sie. Audi-Sommerkonzerten? Wir wissen das nicht, das ist ja hier die Frage. Ja. Nee. Also die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, das gab mal schon Zeiten, wo die Leute das tatsächlich bekommen haben. Aber was wir gerne machen, ist, dass die Leute auch was zu sehen bekommen. Und wir haben 2019 das Glück gehabt, damals mit Gauthier Capuçon und Jean-Yves Thibaudet tatsächlich eine Fahrt zu organisieren mit R8. Und das war sehr, sehr schön. Ich habe mitgemacht, kurz vor dem Konzert. Und dann waren meine Hände so ziemlich müde, weil wir wollten alle 3 gewinnen. Und ja, so eine richtige Rennfahrt organisiert. Aber das war auch das einzige Mal. Leider wegen Corona ging das nicht letztes Jahr. Ich war schon immer irgendwie Autofan. Ich weiß ja auch nicht warum. Traumauto?
Audi A7. Haben Sie den schon? Ja. Bezahlt oder so? Ja, natürlich bezahlt mit meiner Arbeit. Nächster Vorwurf, Fake-Bäckerin. Auch wieder ein Beweisbild. Sie machen auf Instagram einen auf hippe Bäckerin, aber uns sehen die Fotos doch ein bisschen zu gestellt aus. Wir wollen Beweise sehen. Bekommen Sie denn den Teig für georgische Teigtaschen, diese Khinkali, aus dem Kopf hin? Das wollen wir testen jetzt. Den Teig hier machen? Seid ihr verrückt? Also, schauen wir mal. Geht nur mal um den Teig. Oh nee. Wieso muss ich jetzt sowas machen? Okay, ich mache jetzt ganz wenig, oder? Ist Fleisch auch da? Es geht jetzt nur mal um den Teig. Der Teig ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Habe ich gelernt. Ja. Hoffentlich gucken keine Georgier zu. Oh, das ist mein Ende. Aber was war das jetzt? Mehl, Eier, Wasser? Das war's, oder? Nee, Ei habe ich jetzt nicht genommen, weil normalerweise gehört das auch nicht rein. Nur Wasser und Mehl? Und Salz. Ich koche wirklich jeden Tag und gern und viel. Und was das Backen angeht, also ich backe einige Sachen, so wie so diese Pfannkuchen. Aber Khinkali-Teig Ist es schwer? ist schwer und auch so wahnsinnig mühsam, weil man muss es auch sehr lange kneten und sehr lange rollen, damit es überhaupt so dünn wird, dass man Fleisch da rein, sozusagen, dass man das so kneten kann. Das muss sehr dünn werden. Und dann macht man so kleine Taschen daraus. Ja. Und was kommen in die Taschen rein? Fleisch. Fleisch. Jetzt muss ich ein bisschen Sauerei machen, noch ein bisschen. Ja. Ich wäre jetzt soweit. Okay. Bisschen klebrig noch. Ein bisschen klebrig. Ich würde schon sagen, es ist ein veritabler Teig. Oh nee. Also, Und? Oh. ja, nächstes Mal bitte auch Hackfleisch mitbringen, dann können wir das so richtig machen. Das machen wir das nächste Mal. Nächster Vorwurf, Mutterkind. Ihr erstes Idol war die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Ihre Platten haben Sie in den 80ern rauf und runter gehört. Aber können Sie die Mutter immer noch erkennen? Die Frage ist, Mutter, ja oder nein? Nein. Wer könnte das sein? Aber haben Sie einen Verdacht? Nein. Ja, es waren Sie selbst. Okay, wir haben noch einen Versuch. Ich wusste das. Ja. Mutter, ja? Ja, Mutter. Sicher? Ja, ganz sicher. Nein, es tut mir leid. Nein? Das war diese Frau hier, Janine Jansen. Okay. Okay, allerletzte Chance. Ja, also jetzt ist es sie, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir es fast zu einfach gemacht. Ne? Ja. Das war, Aber woran wird man das erkennen? Jetzt habe ich es erkannt durch diese Farbe ohne Vibrator am Anfang, ich glaube. das macht sie. Ja, am Anfang dieses Stückes, genau. Jetzt Mir war es die haben Box. alle drei sehr gefallen.
Ja, mir auch, ja. Also ich höre da wenig. Sie war ja auch hier im Verhör, Frau Mutter. Sie hat hier den herabschauenden Hund als Yoga-Pose performt. Hier so, diese Position. Und man kann natürlich dann auch in die Cobra, also hier so. Können Sie da noch einen draufsetzen? Darf ich meine Schuhe ausziehen? Bitte. Ich mache euch 2. Krieger 1 und Krieger 2. Wie lange muss man das halten normalerweise? Ja, 5 Atemzüge, sowas. Glauben Sie, das ist das Geheimnis von allen großen Geigerinnen? Yoga? Von allen sicher nicht, aber ich glaube, wir bewegen uns in diese Richtung. Also, dass je mehr Zeit vorankommt, desto mehr Menschen, desto mehr Musiker machen auch Yoga. Das gibt uns so ein bisschen diesen Blick in uns und ein bisschen Rückzug und den Moment, den man braucht vor dem Auftritt, weil was ich zum Beispiel sehr verwirrend finde, das muss ich sagen, und es ist vielleicht auch etwas, was andere Künstler bewegt, wenn vor dem Konzert Leute reinkommen und Hallo sagen. Das ist etwas, was mich sehr, sehr stört und ich weiß, dass das immer sehr lieb gemeint ist. Aber so 5 Minuten vor dem Bühnenauftritt möchte man nicht unbedingt dann noch so, hi, wie geht's und lalalala, sondern man möchte mal ein bisschen Zeit für sich haben. Und da hilft natürlich Yoga sehr. Schmeißen Sie die Leute dann raus? Würde ich gerne. Werde ich, glaube ich, anfangen zu tun, ja. Das Kreuzverhör. Lieber Seitenriss oder Laufmasche? Seitenriss. Abgestandener Champagner oder schlechter Rotwein? Beides nicht. Der Ehrgeiz von Cristiano Ronaldo oder die Frisur von Lionel Messi? Messi. Das war klar. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie gut sie gebacken hat. Ja. Bei den Autos hat sie sich wahnsinnig gut rausgeredet. Da haben wir sie nicht so richtig dran gekriegt, dass die Leute dann nur so kleine Autos kriegen und so weiter. Sie hatte mal über 20 Geigen, was ich schon problematisch finde. Also, ich würde sagen, Sie sorgen mal ein bisschen dafür, dass wir in nächster Zeit ein besseres Polizeiauto bekommen, weil unseres ist wirklich am Boden. Vielleicht können Sie da, das wäre jetzt unser Deal, Ihre Kontakte spielen lassen. Gerne. Und dann bitte ich einmal hier eidesstattlich unterschreiben. Ja, ich weiß, dass ich bei manchen Sachen nicht so gut überzeugen konnte. Ja, vielen Dank. Danke auch.